Ich glaube, dass der Mensch temporär sich schon irren kann, aber früher oder später sich die Wahrheit, wie man sie auch immer definiert, sich durchsetzen wird. Und wie du sagst, die Leute, die sagen, ja, man muss die Fake News bekämpfen, top-down, die haben ja die Prämisse, dass sie ja selber die Wahrheit gepachtet haben. Und das ist eigentlich eine ziemlich naive Annahme, weil wir sind alle anfällig für Irrtümer. Herzlich willkommen beim Schweizer Monat. Michael, du hast eine These in den Raum gestellt, die Leute interessieren wird, nämlich die These, dass wenn wir als Gesellschaft die Fake News bekämpfen, wenn wir Fake News wegradieren aus dem Internet, dass wir dann der Demokratie schaden. Viele Leute werden es umgekehrt sehen. Sie werden denken, wenn wir Fake News nicht wegbekommen, wenn wir Fake News nicht ausradieren, dann schaden wir der Demokratie. Du sagst eigentlich das Umgekehrte. Wie kommst du darauf? Genau, diese Frage habe ich mir gestellt, basierend auf einer Seminararbeit, die ich die ich im letzten Semester, im Herbstsemester an der Uni Zürich, die Arbeit dazu geschrieben habe. Und genau wie du gesagt hast, aus meiner Sicht ist die Bekämpfung von Fake News bedrohlicher als die Fake News selber. Wieso? Ich habe das an 3 Punkten festgemacht, nämlich Gefährdung der Meinungsfreiheit, also zusammengefasst, dass die Bekämpfung von Fake News früher oder später in Zensur münden würde. Der zweite Punkt ist, wer entscheidet überhaupt, was wahr und falsch ist? Das würde ja voraussetzen, dass es einen objektiven Schiedsrichter der Wahrheit gibt, was sehr zu bezweifeln ist, weil jeder Mensch unterschiedlich sozialisiert ist und unterschiedliche Informationen konsumiert. Und der dritte Punkt ist, die Autonomie des Menschen wird untergraben. Und wenn man den Menschen abtrainiert, sich selber zu begeben auf der Wahrheitssuche, dann wird das irgendwann mal dazu führen, dass er so abgeschwächt ist, dass er gar nicht mehr in der Lage ist, selber zu denken. Mhm. Ja, und das sind meine 3 Punkte mal zusammengefasst. Mhm. Also die Wahrheit ist vielleicht nicht unbedingt subjektiv. Also zum Beispiel, die Erde ist nicht flach, sondern rund, oder? Du würdest auch sagen, das ist nicht subjektiv. Natürlich nicht. Der Zugang, die Menschen haben, kann subjektiv sein. Und es ist vor allem, was die Fake News-Debatte betrifft, die ist ja vor allem politisch konnotiert. Es geht ja nicht darum, zu definieren, was ist die Hauptstadt von Italien oder so. Das ist ja relativ klar. Aber wenn es um politische Fragen geht, dann da versuchen ja eben viele Journalisten und Politiker, wollen die sozialen Medien dazu verpflichten, gegen Fake News vorzugehen. Und das ist aus meiner Sicht gefährlich, weil das immer eine politische Einflussnahme dass das eigentlich immer eine politische Einflussnahme ist und das dazu führt, dass der öffentliche Debattenraum verzerrt wird. Vielleicht können wir ein Beispiel machen, wo das so passiert ist, wie du das beschreibst. Kann man sagen, zum Beispiel, dass die Regierungen und die Medien während der Corona-Krise, dass man da versucht hat, unter dem Label Fake News durchaus legitime, abweichende Sichtweisen zum Schweigen zu bringen? Absolut. Also das beste Beispiel ist ja das Covid-Zertifikat zu Beginn oder mitten in der Corona-Zeit 2020, 2021 hieß ja das Narrativ in den Leitmedien, dass wenn man ein Zertifikat hat oder wenn man geimpft ist, dass man nicht ansteckend ist. Und mittlerweile haben wir ja von der Swissmedic im Rahmen eines Gerichtsurteils bestätigt bekommen, so behördlich bestätigt, dass das nicht der Fall ist. Und dafür wurde ja Vitality Vitality wurde ja gerügt von der Swissmedic und hier sieht man, was zu Beginn als Wahrheit deklariert wurde und auch die Leute, die abgewichen sind, bekämpft wurden und zensiert wurden. Es hat alles nicht gestimmt und hier sieht man, wie gefährlich eigentlich die Bekämpfung von vermeintlichen Fake News eigentlich ist. Ja, ich bin ja sowieso überrascht, dass man von Fake News oder von Lügenpresse und so weiter spricht, ja, weil das setzt ja Wahrheit voraus.
Also sozusagen, mir scheint das sowieso ein völlig veraltetes Konzept, das die Menschen im Kopf haben, dass es um Wahrheit geht, also um irgendeine absolute, objektive Wahrheit, von der man sich dann entfernen kann. Also lügt man dann oder produziert Fakes. Aber ich bin davon ausgegangen, dass die Postmoderne sich dadurch auszeichnet, dass es pluralistisch ist und dass es eben die Wahrheit oder die Wissenschaft eigentlich nicht gibt. Anscheinend sind wir zurückgefallen in die Idee, ja doch, es gibt eben doch irgendwie so eine Art religiöse Überbau, einfach ein Ersatzkonzept, ja, in der Politik. Kann es sein, dass wir einfach die Aufklärung nicht vertragen, dass vielleicht die Menschen einfach nicht in der Lage sind, als Subjekte selbstständig zu funktionieren, sondern dass man immer nach dem Papa- und Mama-Wahrheitsbegriff sucht irgendwie? Ja, also ich gehe mit dir mit. Wir sind irgendwie in einer Zeit der Postaufklärung gelandet. Also jetzt aus dem Stegreif kann ich jetzt nicht sagen, warum das genau so ist. Aber es ist auf jeden Fall so, dass der politisch-mediale Komplex oder wie es Michael Schellenberg, mit dem der Schweizer Monat ein Interview geführt hat, er bezeichnet ja ihn als den zensurindustriellen Komplex, angelehnt an Dwight Eisenhower, das ist eine Abschiedsrede als US-Präsident, dass er inzwischen sich eine Allianz aus NGOs, also Politik, NGOs, und akademischen Institutionen sich entwickelt hat, die alles daran setzt, Ansichten, die dem offiziellen Narrativ oder dem Primat der Politik abweichen, dass das alles bekämpft wird. Entweder über Faktenchecks, über weiche Zensur oder über harte Zensur, wie wir sie aktuell beim Digital Services Act beobachten, das ja auch in der Schweiz kommen soll, wenn auch abgeschwächt. Mir scheint ja sowieso, weißt du, dass die Idee, dass der Mensch geschützt werden muss vor seltsamen Ansichten oder komischen Verdrehten oder Pseudofakten oder Lügengeschichten, von denen wimmelt es ja jeden Tag im Internet, da kann man jeden Tag beobachten, was für Unsinn da produziert wird. Aber dass die Idee, allein die Idee, dass man den Menschen davor schützen muss, um quasi Demokratie zu bewahren, scheint mir extrem paternalistisch. Also als wären wir gar nicht in der Lage, irgendwie uns selber zu wehren. Also wie wenn ein Arzt sagen würde, nein, nein, ihr habt kein Immunsystem, ihr müsst jetzt jeden Tag zu mir kommen und die richtigen Pillen nehmen, damit wir überhaupt leben. Aber ich glaube, der Mensch hat ein extrem robustes geistiges Immunsystem eigentlich von Natur aus. Oder bin ich dazu optimistisch? Was meinst du? Ich glaube, dass der Mensch temporär sich schon irren kann, aber früher oder später sich die Wahrheit, wie man sie auch immer definiert, sich durchsetzen wird. Und wie du sagst, die Leute, die sagen, ja, man muss die Fake News bekämpfen, top-down, die haben ja die Prämisse, dass sie ja selber die Wahrheit gepachtet haben. Und das ist eigentlich eine ziemlich naive Annahme, weil wir sind alle anfällig für Irrtümer. Also die andere Seite argumentiert natürlich immer mit der Wissenschaft. Die Ja, sagen die dann, Wissenschaft, ja. ja, also sie sagen dann, das sind Fakten, die kann man doch, es gibt keine alternativen Fakten, es gibt nur, Fakten sind keine Meinungen und so weiter. Die Frage ist einfach, wer definiert, was Fakten sind und wie vorläufig sind Fakten im wissenschaftlichen Zeitalter. Ich habe gelernt, wissenschaftliche Aussagen sind immer vorläufig. Also nicht eine Wahrheit, sondern vorläufige Thesen oder so etwas. Und wenn man 5 Wissenschaftler in den Raum sperrt, hat man sieben verschiedene Thesen, oder? Das ist für mich Pluralismus, aber es scheint wirklich so zu sein, dass im öffentlichen Raum hat sich das noch nicht durchgesprochen. Also man will das festzurren auf 2, 3 Narrative. Es überrascht mich einfach, woher das kommt. Ist es wirklich nur die Macht, der Machtversuch, über Menschen zu herrschen weiterhin? Oder ist es auch so, dass wir als Gesellschaft einfach nicht in der Lage sind, die pluralistische Gesellschaft überhaupt auszuhalten? Ich zweifle manchmal, weißt du, weil das ist ja eine Zumutung. Jeden Tag muss ich mich selber beschäftigen, oder? Ich denke, die Menschen sind so, wie man sie behandelt und
Wissenschaft, es gibt ja ein berühmtes Zitat, Wissenschaft ist einfach der aktuelle Zustand des Irrtums. Es ist immer Trial and Error. Es ist einfach ein laufender Prozess, würde ich sagen. Was ist aus deiner Sicht die beste, liberalste und auch gesellschaftsdienlichste Art, umzugehen mit verschiedenen Ansichten, auch mit falschen Ansichten? Du begriffst in deiner Arbeit, erwähnst du den Begriff der Schwarmintelligenz. Ist es das, was du am besten fändest, das praktikabel und auch liberal? Ja, es muss einfach den Wettbewerb der offenen Ideen geben und wenn man so überzeugt ist von der eigenen These, dann muss man ja sich auch keine Sorgen machen, sich Debatte zu stellen und auch mit den falschen Leuten sich in eine Diskussion zu begeben. Und was die Schwarmintelligenz betrifft, ich habe ja in meinem Text auf schweizermonat.ch habe ich ja Community Notes adressiert. Also, seit Elon Musk Twitter übernommen hat und es in X umbenannt hat, er hat dann auch noch ein weiteres Feature hinzugefügt, nämlich Community Notes. Und Community Notes funktioniert völlig anders als die klassischen Faktenchecken-Organisationen, die ja auserkoren werden von den Social-Media-Plattformen selber, so wie über eine Konzession. Bei Community Notes ist es ja völlig anders. Da ist es ja so, wenn ein Post in den sozialen Medien oder auf X sich als irreführend erweist, da kann man Teil der Community Notes werden, also selber der Faktenchecker werden. Nur ist es so, dass es nicht einfach eine Organisation bestimmt, sondern dass man dann eine Anmerkung machen kann, aber diese Anmerkung wird dann nur markiert an einem Post, wenn es einen ideologieübergreifenden, also wenn es einen Konsens gibt über die ideologischen Lagen hinweg. Und so kann man möglichst vermeiden, dass ein Faktencheck oder eine Anmerkung bei Community Notes nicht ideologisch oder politisch verzerrt ist. Habe ich das so richtig erklärt oder sollte ich noch klarer? Also eben, aber das bedeutet eigentlich, viele Leute, die mitreden, sind besser als eine kleine Elite, oder? Natürlich, ja. Das ist eigentlich der Punkt. Und würdest du sagen, vielleicht in der Schlusskurve unseres Gesprächs, oder würdest du sagen, dass viele Leute heute eigentlich insgeheim eine Expertokratie und nicht eine Demokratie eigentlich wollen? Natürlich, aber sie wollen das einfach nicht offen aussprechen, weil es dann selbst entlarvend wäre. Aber sie wollen, also ich nehme das oft wahr. Ich habe gerade kürzlich die Erfahrung gemacht, dass auf X heißt, der ist doch nicht kompetent, der soll schweigen. Was macht denn den zum Experten in der Frage der EU oder der Migration oder des Islam oder was auch immer? Also du hörst immer wieder das Argument, der hat doch keine Ahnung, der soll schweigen. Und dahinter Genau, steckt ja die Idee, dass nur Leute, die Experten sind, in einem Gebiet überhaupt reden dürfen. Während genau. die Demokratie sagt, jeder darf eine Meinung äußern. Das ist ja, also man scheint sich schon sehr entfernt zu haben von dieser demokratischen, idealistischen Vorstellung. Absolut, aber es wird einfach in der heutigen Zeit werden einfach so Begriffe wie Demokratie einfach umdefiniert oder offene Gesellschaft umdefiniert und dann wird einfach das umgeframed. Und was kann man jetzt dagegen tun? Was würdest du uns empfehlen als Schweiz? Ja, also wie meinst du, als jeder einzelne was jeder einzelne Bürger machen kann? Was wir als Bürger tun können, aber auch politisch? Äh, Was wäre eine also, Lösung? Einfach alles zulassen. politisch, also ich denke, wenn die Politik zu sehr eingreift in den sozialen Medien, da wird es nur schlimmer. Also ich habe kein Pauschalrezept, aber äh, ähm, lieber zu viel zulassen. Natürlich das, was nicht so außerhalb des Gesetzes steht, wie zum Beispiel Aufruf zur Gewalt, natürlich nicht. Aber so alles, grundsätzlich alles anders sollte einfach zugelassen werden. Und wie es mal Joe Rogan gesagt hat vor einigen Jahren in einem Podcast, die beste Lösung gegen falschen Äußerungen
sind korrekte Äußerungen. Man muss einfach in die Konfrontation gehen und sich in der Debatten stellen. Und das kann jeder einzelne Bürger machen. Geht ins offene Gespräch, weil wenn man nicht ins offene Gespräch geht, dann hat man meistens Dreck am Stecken. Sie haben es gehört, Sie haben Dreck am Stecken, wenn Sie nicht reingehen, oder also die Politiker, wir meinen jetzt nur die Politiker und die Mächtigen. Michael, ich danke für dieses Gespräch, war super, hervorragend, danke. Danke, Giuseppe. Und Ihnen danke ich fürs Zuschauen, uns Zuhören. Vergessen Sie nicht, werden Sie bei uns Mitglied. Kommen Sie, abonnieren Sie uns, Sie kriegen das Magazin, Sie haben Events, Sie können jeden Tag Online-Inhalte haben. Werden Sie Werbepartner, das wäre auch möglich. Abonnieren Sie uns auf YouTube und besuchen Sie uns auf schweizermonat in einem Wort.ch. Und ich hoffe, Sie sind auch nächstes Mal wieder dabei.